Hallo meine Freunde, heute bekommt dieser hübsche 997-2 mit der 3,8 Liter Einspritzermaschine neue Luftfilter und einen neuen Keilrippenriemen. Das Wechselintervall für beide Teile beträgt 90.000 Kilometer. Also alle 90.000 Kilometer braucht der hübsche Carrera S einen neuen Riemen, einen neuen Luftfilter. Um an den Keilrippenriemen zu kommen, muss erstmal das Oberteil des Luftfiltergehäuses ausgebaut werden. An dem oberen Stecker ist unten eine Haltenase. Auf die müsst ihr draufdrücken, um den Stecker loszubekommen. Aha, jetzt habe ich sie gedrückt bekommen und dann geht der Stecker runter. Das Umschaltventil an der Ecke des Luftfilterkastens muss auch weg. Es hat hinten eine Nase, dort könnt ihr es etwas anheben und dann rutscht das Ventil nach vorne raus. Das Luftfiltergehäuse oder der Oberteil ist dann mit 8 Schrauben befestigt. Die sitzen hier, hier, hier und da hinten. Für die braucht ihr einen Torx T25. So, die machen wir mal der Reihe nach lose. Müsst ihr immer darauf achten, dass ihr die nicht verliert, also langsam vorsichtig raus. So sehen die Dinge aus. Plastikschrauben, Torx T25. Die nächste sitzt hier in der Ecke. Hier sitzt auch eine. Dann hier hinten an der Ecke noch eine. Und die gleichen 4 Schrauben gibt es natürlich auch auf der Gegenseite. So, dann die noch an der Ecke. Die hinteren 2 noch und wir sind fertig. So. Jetzt kann der ganze Oberteil des Filtergehäuses angehoben und entfernt werden. Da hinten müssen wir das Kabel noch abklipsen. Die Luftfilter sind nur mit einer einzigen Schraube gesichert. Das hat einen Torx T20 Kopf. Die müsst ihr auch wieder rausmachen und nachher nicht mit den anderen Schräubchen verwechseln. Dann könnt ihr die Luftfilter einfach ein bisschen anheben und rausziehen. Die sind nur noch gesteckt. Ihr seht, wie nötig der Wechsel ist. Die gleiche Nummer auf der anderen Seite. Auch wieder das Schräubchen weg. Nicht verlieren. Und dann auch wieder den Luftfilter nach oben abziehen. So, diese Leitung geht unter das Luftfiltergehäuse, also hier muss noch was getrennt werden. Dann muss die Schelle von der Luftzuführung auch noch geöffnet werden und dann kommen wir an das untere Gehäuse dran. So, ich muss jetzt hier irgendeine Leitung trennen. Am liebsten wäre mal die untere, aber irgendwie will die nicht heute. Dann machen wir mal das kleine Schläuchchen an der Ecke und den elektrischen Stecker weg und das Schaltventil bleibt am Gehäuse. Jetzt muss die große Schlauchschelle hier weg. Die hat komischerweise ist die von unten geschraubt, hat eine 7er Schlüsselweite. Mit so einem Ratschenringschlüssel geht es am besten. Viele Umdrehungen auf, bis die Schlauchklemme ganz lose wird. Wenn das ganz lose ist, könnt ihr das ein Stückchen zurückschieben. Dann können wir uns über den Schlauch hermachen. Den quält er hier so vorsichtig ab, Reihe rum. Das war's dann eigentlich schon. Gut. Das Gehäuse wird dann nur hochgezogen. Jetzt müsst ihr aufpassen, dass ihr diese dünnen Gitter nicht kaputt macht. Also nicht so greifen, sondern immer von unten greifen. Dann den Schlauch da hinten drüber. Und jetzt kommt das ganze Gehäuse aus dem Fahrzeug. Den Ansaugkanal könnt ihr mit dem Lumpen verschließen. Hier läuft der Riemen. Der läuft also hier über die Lichtmaschine. Dann kommt die Servopumpe, dann kommt der Klimakompressor. Dann läuft er unten über die Kurbelwelle. Hier sitzt die Spanneinheit. Die muss nachher hier gelöst werden. Und unten kommt noch die Wasserpumpe. Weil bei dem Motor wird die Wasserpumpe auch über den Riemen angetrieben. Jetzt hat man 2 Probleme. Einmal geht diese Distanzbuchse hier durch den Riemen durch. Die muss jetzt entfernt werden. Und das zweite Problem ist diese Torx-Schraube. Hier hat nämlich ein Vollpfosten eine Innentorx verbaut, obwohl hier kein Platz ist zu schrauben. Wenn er eine Außentorx genommen hätte, wäre es gar kein Problem gewesen. Bei der Distanzhülse haben sie wenigstens noch mitgedacht. Hier ist nämlich ein Durchgang in der Heckschürze unter dem Kennzeichen, wo man an die Distanzhülse drankommt. Also muss erstmal der Halter hier weg. Und die zweite Seite natürlich auch.
Das Teil hat eine 16er Schlüsselweite, also 16er Nuss und dann ziemlich viel Verlängerung. Und dann fädelt er das ganz langsam da unten ab, bis es hier hinten auf die Schraube rutscht. Und auf geht's. Immer schön von hinten. So, vor dass uns da was wegrutscht, machen wir zur Sicherheit an die Schraube mal ein Magnet dran. Und jetzt machen wir sie ganz raus. Die Schraube an der Distanzhülse bekommen wir natürlich nicht im Motor raus, deswegen nehme ich einen Steigenmagnet und ziehe sie da nach hinten raus. Dann können wir die Schraube entnehmen. Die Hülse schiebt er hier ein bisschen nach rechts. Irgendwann rutscht sie weg und dann könnt ihr sie entnehmen. So, um an diese Schraube dran zu kommen, braucht er ein 50er Torx-Bit, also T50. Ich habe hier mal ein großes, langes Bit abgeflext und dann greifen wir hier mit dem 12er Schlüssel, der passt gerade, da drauf und damit können wir es drehen. Damit uns das nach hinten nicht wegrutscht, schiebe ich hinten noch ein Holzkeil drunter, sonst haben wir hier zu viel Freiraum, dass es schön sitzt. Und dann müssen wir noch mit dem großen Rohr, weil da ist natürlich eine ganz schöne Kraft drauf. Mit dem großen Hebel könnt ihr jetzt die Schraube aufdrehen. Aha, sie knackst, aber wir haben sie. So, das könnte auch schon reichen. Allzu viel brauchen wir ja gar nicht. Ich muss die ja nur ein bisschen lose machen, dass der Spanner sich bewegen kann. Das reicht dreimal. Der Spanner selbst wird an diesem großen Sechskant bewegt. Der hat die Schlüsselweite 30. Das heißt, ihr braucht so einen kräftigen Schlüssel. Das war noch Qualität, made in Germany. Belzer Polygon. Und mit dem könnt ihr drüber. Ihr zieht den Spanner im Uhrzeigersinn so weit wie es geht, dann von der Kurbelwelle runter. Spanner wieder loslassen, Schlüssel raus. Dann müssen wir hier an der Servopumpe vorbei. Dann wird es hier schon zum ersten Mal eng. Jetzt kommt er hier vom Spanner runter und dann müssen wir ihn erstmal aus der Wasserpumpe unten rausfädeln. Und da ist geschickter, wenn wir kurz nach unten gehen und ich den rauskicke. So, jetzt müsst ihr den hier um 90 Grad drehen. Dann kommen wir erstmal an der einen Rolle vorbei. Jetzt geht es oben wieder rausziehen. So, ihr müsst ihn dann unten von der Kurbelwelle abnehmen. Das ist das engste Rad. Und dann muss er hier unter 90 Grad gedreht an der Kurbelwelle vorbeigeführt werden. Jetzt drückt er den Riemen von oben nach unten und dann müsst ihr ihn hier hinten um 90 Grad da reinfädeln. So, jetzt ziehen wir hoch. Und irgendwann geht er dann über dieses Rad als letztes runter und ihr habt das Mischding. Der neue Riemen muss jetzt erst am Kurbelwellenschwingungsdämpfer vorbeigeschoben werden. Dafür muss er 90 Grad gedreht sein und hier in den Schlitz runter. Sitzt er schon drauf. Seht ihr? Ich bin schon auf dem Kurbelwellenrad, sitze ich schon drauf. Über den Schwingungsdämpfer der Kurbelwelle ist, dann geht es wieder hier hoch über die Spannrolle und hinter der Spannrolle geht es dann wieder runter. Das ist dann die nächste Kurve, wo wir fahren. Dann geht es über die Wasserpumpe unten. Um über die Wasserpumpe zu kommen, müsst ihr dann jetzt auch wieder unter 90 Grad da unten reinwürgen. Und hier macht dann auch wieder unter 90 gedreht, einfach auf die Wasserpumpe drauf. Seht ihr, sind wir auf der Wasserpumpe. Jetzt hier weiter. Jetzt müssen wir hier über den Klimakompressor. Alles unnötige Teile im Auto. Ihr müsst auch immer schauen, dass die wirklich auf allen Rollen sauber drauf sitzen. Das kontrollieren wir nachher natürlich nochmal. Aber jetzt haben wir eigentlich schon fast gewonnen. Jetzt müssen wir nur noch über die Lima. Wenn er an der Lichtmaschine oben nicht drüber will, gibt es noch die Möglichkeit hier drüber zu gehen, weil die hat keinen Rand. Das heißt, ihr drückt ihn hier einfach so auf. So, der Riemen ist wieder über alle Räder drauf. Er sitzt in allen Rippen drin. Wer ist
Beim Anziehen der Spannerschraube kommt natürlich wieder mein Spezialwerkzeug zum Einsatz. So, Anzugsmoment für die Schraube sind 35 Newtonmeter. Wie man da mit dem Drehmomentschlüssel beikommen soll, weiß ich nicht, also müssen wir es gefühlt machen. Für das finale Drehmoment nehmen wir wieder die Verlängerung und dann halt mit Gefühl. Das reicht schon. Die Stanzhülse setzt ihr von der rechten Seite kommend hier zwischen den Rollen ein und dann könnt ihr sie gerade so drauf schieben. Geht auch, wie es aussieht, ohne Brecheisen. Die Schraube führe ich wieder von außen durch das Serviceloch im Kennzeichenhalter ein. Und dann kommt sie da innen an. So, jetzt müssen wir sie hier halten, den Magnet wegmachen. So. Dann kommt das 16er Werkzeug wieder durch die Serviceöffnung eingeführt. So. Schraube da langsam ins Gewinde drehen. Die Ratsche drauf und festziehen. Hat ein 10er Gewinde, kann also schon ein bisschen kräftiger angezogen werden. Dann den Schlüssel wieder ausführen. Perfekt. Dann schraubt er den Kennzeichenhalter wieder fest. Nummernschild selbst lassen wir natürlich weg, hat man weniger Probleme mit der Rennleitung. Mit den Dienstwagen kommen die dem Carrera S sowieso nicht hinterher. Auf die Gummistopfen hier könnt ihr jetzt ein bisschen Vaseline machen, dann flutscht das Gehäuse besser rein. Müsst ihr jetzt wieder darauf achten, dass ihr hier diesen kleinen Gitter nicht kaputt macht. Dann kommt dieses Teil hier wieder rein. Dann müsst ihr jetzt hier am Schnorchel vorbei. Also den Lumpen darf man natürlich nicht vergessen. Dann müssen wir hier am Schnorchel vorbei. Da hinten muss der Geber sitzen. Scheint alles zu kommen. Aha, eine Seite scheint zu rutschen. Und einmal runterdrücken und das Teil sitzt. So, perfekt. Jetzt könnt ihr die genüsslich wieder festdrehen. Allzu stramm muss sie nicht sitzen, aber ihr müsst darauf achten, dass sie hier richtig in der Falz liegt. Natürlich, so wie die Schraube platziert haben, ist das natürlich eine längere Aktion, weil der Kopf natürlich unten sitzt. Wo war denn das drin? Hier wieder drauf. Drauf geht das Zeug ja immer leichter wie runter, das wisst ihr ja, wenn ihr meine Filme anschaut. Jetzt kommt auch noch der Filterwechsel, also statt des alten machen wir hier einen hübschen neuen Filter rein. Gummilippen sind hier innen, das heißt, der muss hier ist die äußere Seite, hier ist die innere, da müsst ihr dann hier flächig drauf drücken. Und dann könnt ihr die Luftfilter wieder mit dem einen Schräubchen anziehen. Das reicht schon, das ist nur ein Kunststoff. Dann schraubt ihr die andere Seite auch wieder fest. So, wir haben die Filter wieder drin. Jetzt muss nur noch das Oberteil rein. Ich glaube, da machen wir mal kurz hier weg. Dann kommt die Abdeckung, also das Oberteil des Filtergehäuses, so von oben drauf. Das war's schon. Bei den Schrauben müsst ihr immer schauen, dass ihr erst rückwärts dreht, damit sie ihren alten Kanal finden. Perspektive. Gut. Die passt jetzt aber auch wieder ein. Dann geht es hier hinten im Eck weiter. So, dann die vorderen hier. Und immer das Gewinde suchen. Jetzt geht sie ganz leicht, wenn wir sie richtig haben. So, dann die vordere hier in der Ecke. Und jetzt fehlt uns noch eine einzige, wenn ich richtig gezählt habe,
muss die da hinten sitzen. Und dann die in der Ecke. Und seht ihr, wie leicht die reingeht. Das war jetzt die letzte. Das heißt, ich kann das Gehäuse jetzt festziehen. Nicht zu fest, alles nur Plastik. Muss Porsche aber benutzen, wegen der Gewichtsersparnis. Jetzt dürft ihr das Kabel hier nicht vergessen, sonst rutscht es im Motorraum rum. Das wird hier dreimal eingeklipst und gut ist. Gerade so, dass es hier genügend Platz hat und dann ist Ruhe. Als nächstes kommt das Schaltventil unten an der Ecke. Wir hatten es ja als Ganzes entnommen. Den können wir mal so einrasten. Der wird einfach hier nur aufgeschoben. Nase rein, schon ist er eingerastet. Dann hat er noch irgendwo ein Schläuchchen. Das Schläuchchen war hier drauf, kommt drauf, schon passiert. Und der Stecker hat sich hier unten verkrümelt. Der wird hier drauf gesteckt. Und gut ist. Schlauch ist drauf, Stecker ist drauf, alles gut. Das heißt, diese Seite haben wir fertig. Da haben wir es eingeklipst, da ist fest, der Stecker ist drauf. Gut. So meine Freunde, auch das haben wir wieder geschafft und ihr habt heute gelernt, man kann nicht nur 944 reparieren, das geht auch an einem 997-2. Jetzt der schönste Teil, wir machen jetzt eine Probefahrt und das Ding hat ja ganz wenig Leistung. Also, tschüss, bis zum nächsten Video.